Hey ihr Lieben, beim vorletzten Video war ich überrascht über die Dubai-Schokolade, wie viele Aufrufe es erzielt hat. Da ich ja einer der letzten bin, die Dubai-Schokolade gemacht hat, gab es nur ein, zwei Kommentare, die gesagt haben, dieser virale Trend ist an denen vorbeigegangen. Jetzt probiere ich allerdings eine No-Bake-Torte. Dazu brauchen wir hier diese Röllchen. Wer diese Röllchen nicht hat, kann auch gerne Butterkekse nehmen. Und damit machen wir jetzt unseren Keksboden. Der wird jetzt einmal hier klein gemacht. Wer hat denn die Dubai-Schokolade schon ausprobiert? Schreibt es mir mal gerne unten in den Kommentaren. Wie hat sie euch geschmeckt? Also ich finde, man kann sie einmal machen, ja, aber ich verstehe den Hype nicht drumherum, warum das so viral gegangen ist. Naja, jedem das Seine. So, die Kekse habe ich etwas klein gemacht. Ups, da ist noch eins. Also so. Ihr könnt das Ganze auch mit dem Finger zerdrücken, mit den Röllchen. Dafür braucht ihr eigentlich gar keinen Mixer. Könnt ihr ein bisschen stückig lassen. Und da kommt jetzt Butter hinzu. Einfach Butter schmelzen. Und dann ordentlich durchrühren, dass auch wirklich jeder einzelne Krümel mit Butter benetzt ist. Das gebe ich jetzt in eine Springform. 20 cm vom Durchmesser. Und das wird jetzt einmal gleichmäßig festgedrückt. Ihr könnt mit einem Löffel arbeiten oder, Entschuldigung, ihr nehmt einfach ein Glas mit einem flachen Boden und drückt das damit an. So, das stelle ich jetzt so lange in den Kühlschrank. Als nächstes brauchen wir etwas Butter, so circa einen Esslöffel. Und darin rösten wir jetzt hier diesen Kadayif an. Das ist so ein Engelshaar Teigfäden, bekommt ihr bei euren Türken um die Ecke. So, wie gesagt, erstmal Butter kurz schmelzen lassen, dann kommen die Teigfäden hinein und goldgelb bräunen lassen. Dann habe ich Pistaziencreme. Ihr kriegt sie entweder beim Rewe, wenn ihr schnell seid, oder beim Edeka habe ich sie geholt. Sogar palmölfrei, vegan, glutenfrei und ist mit Stevia gemacht. Die ist nicht so süß wie vom Edeka. Guckt am besten, ihr könnt ja mal beim Aldi gucken oder beim Lidl, wo ihr am besten Pistaziencreme bekommt. So, immer darauf achten, dass ihr das immer wieder rührt und dass euch das nicht verbrennt. Das dauert eine Zeit lang, bis es goldgelb gebraten ist und dann auch knusprig geworden ist. Dazu füge ich jetzt so circa 1 bis 2 Esslöffel Pistaziencreme und am besten hinzufügen, solange es noch warm ist, dann verbindet sich die Pistaziencreme besser. Und das wird jetzt einmal verrührt. Die Pfanne sollte also nicht mehr zu heiß sein, also nicht direkt vom Herd nehmen und dann direkt die Pistaziencreme reingeben, sondern nur so, dass es noch etwas schmelzen kann. Und wenn die Pistaziencreme so fest ist, dann ist das immer so schwierig. So, und das stelle ich dann auch ebenfalls beiseite. Jetzt machen wir eine leckere Creme aus Mascarpone. So. Dann schlage ich das mal ganz kurz auf. Gebe jetzt nach und nach 200 Gramm Schlagsahne dazu. Die Sahne habe ich nach und nach dazu gegeben. Und jetzt gebe ich ein bisschen Pistaziencreme dazu. Und das wird ebenfalls nochmal untergerührt. Also in dem Glas hier sind 380 Gramm. Ich habe 2,5 Esslöffel für die Kadayif benutzt. Und den Rest gebe ich dann jetzt hier zur Mascarpone Creme.
alles schön auskratzen. Pistaziencreme war nicht billig. Entweder alles schön auskratzen oder ihr macht euch jetzt ein bisschen Milch warm, kippt das hier ins Glas, ordentlich durchmixen, dann habt ihr eine leckere Pistazienmilch. Zu guter Letzt gebe ich dann noch Quark hinzu und das nochmal ganz kurz unterrühren. Ich gebe da jetzt keinen Zucker hinzu. Es kommt immer darauf an, wie süß eure Pistaziencreme ist. Ich habe jetzt hier die mit Stevia genommen. Ich verwende gleich noch für die Deko die andere vom Rewe. Probiert es einfach. Falls euch das nicht süß genug ist, gebt noch ein bisschen Zucker bzw. Puderzucker mit hinzu, rührt das Ganze nochmal mit ein. Nicht, wie gesagt, gebt jetzt keinen Zucker mit hinzu, weil am Ende kommt ja noch Schokolade als Topping. Springform wieder aus dem Kühlschrank nehmen. Ich habe mir jetzt ein bisschen Pistaziencreme in einen Spritzbeutel gefüllt und mache da jetzt in meinem Boden so Ringe. So ungefähr. Moment, ich mal ein bisschen näher dran. So. Und jetzt da, wo frei ist, mache ich jetzt das Kaya-Diff mit der Pistaziencreme. Mache ich jetzt hier so dazwischen. So, wenn ihr das dann so habt, kommt dann jetzt die restliche Creme einfach oben drauf. Wer mag, kann natürlich auch erst Creme, dann die komplette Schicht, dieses Kaya-Diff mit Pistaziencreme und dann nochmal Creme. Aber ich wollte jetzt ein bisschen Creme dazwischen haben. Und das gebe ich jetzt einfach hier komplett oben drauf. Einmal gut verstreichen, gleichmäßig. Behält euch noch ein bisschen Creme für die Deko. So, wenn ihr das dann gleichmäßig und glatt verteilt habt, kommt das jetzt erstmal so lange in den Kühlschrank und wir machen die Schokoladendeko. Für die Glasur einmal Sahne im Topf erhitzen. Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen so butterig. Ich hatte da vorher Butter geschmolzen. Und da rein geben wir jetzt gehackte Vollmilchschokolade und lassen die darin schmilzen. So ungefähr nach einer Minute zwischendurch mal umrühren. Wenn das Ganze dann so aussieht, schön geschmolzen, keine Klümpchen mehr drin, holt ihr eure Torte aus dem Kühlschrank und das geben wir jetzt einmal komplett hier drauf. Und ein bisschen so hin und her schwenken, dass auch wirklich alles bedeckt ist. Aber das geht schon ganz von allein. Die Luftbläschen könnt ihr euch so mit einem Zahnstocher rausmachen. Und jetzt hoffe ich, funktioniert das, was ich mir in meinem Kopf habe. Ich habe hier einmal Sahne zurückgestellt für die Deko für Sahnetupfen und ungefähr einen Esslöffel Sahne noch, ich nehme jetzt statt Pistaziencreme nochmal Sahne, einen Esslöffel und dann vom Spritzbeutel ganz unten habe ich mir ganz wenig abgeschnitten. Also ihr könnt auch Pistaziencreme nehmen, nochmal kurz aufwärmen, dass es flüssiger wird und statt Sahne dann das nehmen. Aber ich habe jetzt etwas über, wieso nochmal eine Pistaziencreme Gläschen öffnen. Dann mache ich mir jetzt hier ganz viele kleine Punkte. Ich hoffe, es klappt, was ich jetzt vorhabe. Machen wir ganz kleine Pünktchen hier. Machen wir nur eins. Ja. Dann mache ich hier ganz viele Pünktchen rein. So ungefähr.
Und gehe dann einfach mit einem Zahnstocher hier einmal so da durch. Könnt ihr mehr, bisschen mehr so lassen oder ihr macht das komplett einmal hier so ein bisschen da rein. Quasi wie Marmormuster. Wie euch das am besten gefällt. Das stelle ich mir jetzt für mindestens 2 bis 3 Stunden in den Kühlschrank, bevor ich dann den Springformrand löse. Und dann geht's mit der Deko weiter. So, die Torte habe ich zu Ende dekoriert mit Sahnehäubchen und mit etwas goldenen Perlchen. Ihr könnt auch Blattgold nehmen oder einfach nur Pistazienkerne. Schaut mal, die sieht doch richtig süß aus. Jetzt freue ich mich auf den Anschnitt. So, schaut doch mal, das ist auch richtig knusprig beim Anschneiden. Ich freue mich jetzt schon auf den Taste-Test. So, crunchy Boden. Also ich empfehle euch auf jeden Fall, die Röllchen zu nehmen. Aber wie gesagt, falls ihr keine Röllchen mag, könnt ihr gerne Butterkekse nehmen. Ich finde jetzt die Röllchen genau richtig. Die haben auch so einen gewissen Crunch. Mhm. Wow. Mein Fazit: besser als die Dubai-Schokolade. Da ich auch keinen zusätzlichen Zucker verwendet habe, ist das Ganze gar nicht zu süß. Genau die richtige Geschmack, also für mich genau richtig. Durch die Schokolade und Pistaziencreme hat das schon seine eigene Süße. Also unbedingt nachmachen. Ich finde es super lecker, auch super einfach und ohne Backofen. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video. Eure Bea.